Ganz im Norden von Schöneberg, zwischen Viktoria-Luise-Platz und Potsdamer Straße, befindet sich der Nollendorf-Kiez, benannt nach dem Platz hinter mir. Und da Berlinerinnen und Berliner ihren Plätzen gerne Spitznamen geben, herzlich willkommen am Nolli. Rund um den Nollendorf-Platz hat sich schon immer die queere Szene Berlins wiedergefunden und kann auf eine 140-jährige Geschichte zurückgreifen. Auch heute noch gibt es hier Cafés, Bars, Restaurants, Galerien, aber auch Beratungsstellen sowie Vereine für Mitglieder der LGBTQIA+-Community. Und 2 davon besuchen wir in dieser Folge einfach dein Kiez. Wenn hier jährlich zu Ostern das Lederfest stattfindet oder im Sommer das schwul-lesbische Straßenfest oder direkt kurz danach mit Folsom Europe Europas größtes Gay-Fetisch-Event, dann reisen hier Menschen aus der gesamten Welt an und es wird bunt, voll und richtig laut. An den meisten anderen Tagen aber wird es zumindest tagsüber doch relativ beschaulich und deswegen schauen wir uns mal um, wen wir hier so antreffen, wer hier so lebt und was die Menschen an ihrem Kiez hier so schätzen. Für mich macht den Kiez auf jeden Fall die Vielfalt aus. Ich kann halt auch abends im Pyjama mit dem Hund rausgehen, juckt halt hier keinen. Das ist eine Lockerheit, man trifft sich gerne unterwegs in Cafés und so. Ja, ich habe hier einen Teil meines schwulen Coming-Outs gehabt. Hier war ich als ganz junger Mensch, so um die 20. Für mich ist so der Nollendorf-Kiez und vor allem auch die Motzstraße so ein bisschen zu Hause. Eigentlich sind wir hier in der Zentrale, richtig, wo also doch eben sehr nette Menschen sind, richtig offene Menschen, globale Menschen und bunte Menschen. Das ist eine allgemeine optimistische sozusagen Atmosphäre hier. Ich gehe ja auch ganz gerne durch die Straße, weil ich mich hier auch irgendwie so zugehörig fühle. Menschenrechte, Vielfalt und Respekt. Unter diesem Motto vertritt der LSVD, also der Lesben- und Schwulenverband, in Deutschland seit mehr als 30 Jahren die Interessen und Belange von schwulen, Lesben, bisexuellen, trans- und intergeschlechtlichen Menschen. Eine Initiative des LSVD Berlin-Brandenburg ist das Regenbogen-Familienzentrum. Egal ob Rechtsberatung, Geburtsvorbereitung oder Babytreff. Was noch, das hat uns Saskia Rateitschak erzählt. Hallo Saskia, sag mal, seit wann genau gibt es denn das Regenbogen-Familienzentrum? Das Regenbogen-Familienzentrum gibt es tatsächlich schon seit 2013. Wir haben in diesem Jahr März unser 10-jähriges Jubiläum gefeiert. Oh, herzlichen Glückwunsch. Was genau ist eine Regenbogenfamilie? Also wir definieren so, eine Regenbogenfamilie ist eine Familie, in der mindestens ein Elternteil lesbisch, schwul, bi, trans, inter, queer ist. Wie kam es denn zur Gründung? Da muss es ja sicherlich eine Geschichte dazu geben. Also in unserer Geschäftsstelle im LSVD Berlin-Brandenburg am Nollendorfplatz, da liefen einfach ganz viele Anfragen von Familien oder von Personen, die Kinderwunsch hatten, an. Und irgendwann war der Bedarf so groß, dass auch der Bedarf an Räumlichkeiten, neuen Räumlichkeiten da war. Und da wurde dann von der damaligen Leitung Konstanze Körner hier das Regenbogen-Familienzentrum gegründet und aufgebaut. Weil du von Bedarf gesprochen hast, das heißt, ihr habt dann anscheinend verschiedene Angebote, die man hier wahrnehmen kann? Also ein ganz hoher Bedarf ist einfach an Beratung, ganz viel auch Kinderwunschberatung. Einfach, wie werde ich eine Familie? Was gibt es da für verschiedene Schwierigkeiten? Was gibt es da für Hürden? Was muss ich vielleicht auch beachten? Das klingt ja so, als sind die Sachen auch relativ langwierig unter anderem. Wie viele Menschen arbeiten denn dann hier bzw. sind eingebunden bei euch? Also hier im Zentrum arbeiten 3 Personen, allerdings auch alle nur mit Teilzeitstellen. Und wir haben noch eine Person, die für alle Regenbogenfamilien in Brandenburg zuständig ist. Ich habe auch gesehen, bevor wir hier angekommen sind, gibt es unter anderem beispielsweise eine Krabbelgruppe. Das heißt, auch die Leute, die sich bei euch helfen lassen, begegnen sich hier einander und können sich auch austauschen, sodass so eine Art sicherer Raum entsteht, um wahrscheinlich Ängste, aber auch Erfahrungen miteinander auszutauschen. Das ist auf jeden Fall der andere sehr große Bedarf. Da ist natürlich die Krabbelgruppe einfach so ein niedrigschwelliger Raum, eben ein geschützter Raum, in dem sich die Eltern austauschen können, ungezwungen und ohne dass jetzt irgendwie jemand komisch guckt und sagt, wie, du hast 2 Mamas. Aber es ist auch einfach schön für die Familien, ne, da hier zusammenzusitzen, auch einfach über andere Themen zu reden, ne, wie stille ich oder schläft dein Kind durch, einfach so die Familienthemen, aber das eben im geschützten Rahmen. Das klingt ganz wundervoll. Und seid ihr ja relativ südlich situiert. Gibt es denn eine Verbindung bzw. wie fühlt ihr euch zugehörig zum Kiez rund um den Nollendorfplatz? Auf jeden Fall, die Verbindung ist natürlich sehr stark. Wir haben ja unsere Geschäftsstelle des LSVD Berlin-Brandenburg da mit allen unseren netten KollegInnen und den anderen Projekten vom LSVD Berlin-Brandenburg. Aber ich finde es natürlich auch einfach ein netter Kiez. Da wohnen natürlich auch
einige unserer Familien, die dann natürlich auch in die Kita gehen. Auch haben wir natürlich auch Kooperationen, Vernetzung mit anderen Einrichtungen, mit Kitas, mit anderen Familienzentren, die auch in dem Bereich arbeiten. Insofern, genau, ist die Verbindung auf jeden Fall sehr stark. Danke Saskia hierfür an dieser Stelle und ganz viel Erfolg weiterhin mit eurem Regenbogen-Familienzentrum. Ich denke, aus 10 Jahren werden bestimmt 20 Jahre und der Bedarf in einer Stadt wie Berlin ist bestimmt auch auf lange Zeit gegeben. Und wie ich gerade gesagt habe, wir schauen jetzt mal im Winterfeldplatz vorbei. Das ist nämlich einer der größten Wochenmärkte Berlins und jeden Mittwoch und Samstag kriegt man da deutlich mehr als Obst und Gemüse, Milch oder Fleisch oder Brot. Und was es da alles gibt, das sehen wir in der nächsten Station. Vielen Dank, Saskia. Auf dem Winterfeldmarkt vor der St. Matthiaskirche werden neben den klassischen Marktständen auch türkische Hausmannskost, italienische Desserts und Streetfood angeboten. Außerdem handgemachter Schmuck, Möbel und kuschelige Decken. Kein Wunder, dass der Winterfeldmarkt längst über die Bezirksgrenzen hinweg bekannt ist und nicht nur Menschen aus anderen Berliner Bezirken, sondern aus der ganzen Welt anlockt. Hier auf dem Markt verbringt auch Thorsten Tulke-Jozer manchmal seine Mittagspause. Er arbeitet in der Sparkasse am Nollendorfplatz und ist Mitglied in dem 2013 gegründeten Netzwerk S-Queer. Er hat uns erzählt, was das ist und wie er und seine KollegInnen aktiv dazu beitragen, die Berliner Sparkasse noch diverser zu machen. S-Queer ist ein internes Netzwerk von der Berliner Sparkasse. Nicht nur unsere Kundschaft von der Berliner Sparkasse ist bunt und vielfältig, sondern natürlich auch unsere Mitarbeiter. Wir sind ungefähr 65 Mitglieder im Moment. Jeder ist herzlich willkommen. Hauptsächlich sind wir auf dem Mottstraßenfest vertreten und das schon seit 2014. So, und dieses Jahr das erste Mal dabei mit einem eigenen Wagen beim CSD. Ansonsten nach außen hin treten wir auch im Bündnis gegen Homophobie. Und wir sind auch im Charter der Vielfalt vertreten, aber auch im Regenbogenforum, wo wir uns engagieren. Rund um den Winterfeldplatz gibt es zahlreiche Restaurants sowie große und kleine Cafés. Angrenzend gibt es aber auch Läden für ein queeres Publikum. Keine 50 Meter entfernt von hier zum Beispiel Brunos, dessen Produkte ganz klar auf schwule Männer ausgerichtet sind und nur für Erwachsene. Hier treffe ich Store-Manager Steffen Ahlkemper. Wir haben Anfang der 80er Jahre am Kudamm, Ecke Joachimsthaler Straße, in dem Kudamm-Karree, wo die Leuchtreklame dran ist, haben wir den Laden eröffnet. Und das war damals eine Sensation, weil einfach am Kurfürstendamm ein schwuler Buchladen existierte. Es gab schon Prinz Eisenherz in der Bleibtreustraße, der ist mittlerweile ja umgezogen in die Mottstraße, auch hier in den Kiez. Und wir waren halt am Kudamm und wir hatten ein, sagen wir mal, sehr viel mainstreamiges Programm von Anfang an mit Coffee Table Books, mit schönen, prachtvollen Bildbänden und eben Reiseführern wie München, Berlin, Hamburg von hinten und dem Spartacus. Wir haben heute Bücher, wir haben DVDs, Spielfilme, Porno-DVDs, wir haben Sextoys, Gleitgel, alles, sagen wir mal, was im Nahkampf erforderlich ist. Wir haben Kalender, wir haben Wäsche für alle möglichen Gelegenheiten. Wir haben darüber hinaus natürlich noch alle möglichen Regenbogenartikel. Alles, was irgendwie in der Pride Season, was auf der Parade getragen wird. Tatsächlich ist der Sommer bei uns die stärkste Jahreszeit. Die größten Umsätze machen wir tatsächlich in der Woche, also in der Pride Week zum CSD, zwischen Straßenfest und der Parade. Unsere Kunden sind in der Mehrheit schwule Männer. Darüber hinaus kommen auch sehr viele queere Transmenschen zu uns. Außerdem haben wir zunehmend auch heterosexuelle Paare da oder auch heterosexuelle Männer, die einfach geile Klamotten für ihre Partys wollen. Also die Schwelle, einen schwulen Laden zu betreten, also einen explizit schwulen Laden zu betreten, ist auch für die Hetenmänner jetzt ziemlich gesunken. Der Kiez selbst kommt hierher, aber auch natürlich auch aus anderen Stadtteilen kommen Menschen hierher, weil sie einfach was brauchen für Urlaub oder was auch immer. Aber wir haben natürlich auch ganz erheblich Touristen hier im Laden. Was uns unterscheidet, ja gut, also natürlich einerseits die Auswahl und die Breite im Sortiment, dass eben einfach viel mehr da ist als jetzt, sagen wir mal, in einem spezialisierten Laden wie einer schwulen Buchhandlung oder in einem Laden für Lederbekleidung. Da sind wir einfach viel breiter aufgestellt. Ich finde den Kiez um Nollendorfplatz eigentlich sehr schön, weil es für jede Gelegenheit, wo man irgendwie was machen will, auch was gibt. Also das geht halt los vom schick essen gehen, das geht weiter über Ladenangebote wie eben
Brunos, aber natürlich auch die ganzen anderen Läden, in denen man immer wieder tolle Sachen findet. Ich selbst komme aus dem Buchhandel, ich liebe Prinz Eisenherz. Ja, natürlich auch die Kneipen, wenn man irgendwie nach Feierabend noch mal schnell um die Ecke ein Bier trinken kann. Dass das hier so dicht ist und dass es trotzdem nicht den Charakter von einem kleinen Dorf hat, in dem jeder am nächsten Tag weiß, was man am Abend vorher gemacht hat, das finde ich hier klasse in Berlin und vor allen Dingen im Neuendorf-Kiez. Ich glaube, hier bleibe ich noch ein wenig und schaue mich mal ganz in Ruhe um, denn sind wir mal ehrlich, gegenseitiges Interesse für unterschiedliche Lebensentwürfe, das hat doch noch niemandem geschadet. Und wenn irgendwann mal alle Facetten der LGBTQIA+-Community als selbstverständlicher Bestandteil gesellschaftlicher Normalität akzeptiert und anerkannt werden, dann ist doch uns allen geholfen. Damit sind wir am Ende dieser Folge Einfach dein Kiez. Wenn ihr weitere Folgen anschauen wollt, macht das gern hier oder hier.